Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt wieder einiges zu berichten, einige brisante Themen, die gestern aufgekommen sind. Patch Notes um das Expeditionsevent, da werden wir mal reinschauen. Es wurde ein bisschen genervt, es wurde ein bisschen gebufft. Das Gold ist jetzt insgesamt ein bisschen weniger geworden. Die XP wurde ein bisschen mehr, weil die Schriftrolle von der Hexe dazu nicht gezählt hatte. Und ja, das sind jetzt so aktuell die News. Dann kamen gestern noch ein paar Producer Notes raus zum Thema, zu einem Thema, was wir hier schon lange nicht mehr auf dem Kanal selbst behandelt hatten, aber erstmal eine Zeit lang auf jeden Fall mal Thema gewesen ist, und zwar um die Klassen des Kriegers und des Assassinen. Um die soll es hier heute in dem Video gehen, denn dort wurde in der Vergangenheit auch ein bisschen drauf hingewiesen, ob man eventuell von der Community aus da nicht was machen kann, weil die ja in bestimmten Sachen so ein bisschen benachteiligt oder bevorteiligt werden. So, ne? Krieger hat einen extra Slot mit, ja, durch das Schild irgendwie so. Dann der Assassine, ist halt schwierig mit den zwei Waffen. Auf jeden Fall kam es da in der Vergangenheit eben dazu, dass die Community gesagt hat, ob man da nicht ein paar Änderungen irgendwie machen kann zu diesen beiden Klassen hier. Und da hatte sich jetzt Playa nochmal offiziell zu geäußert, wie es da um die Changes aussieht, haben sich da ja im Team auf jeden Fall getroffen und halt das Ganze mal diskutiert, was man da so alles machen kann. Und da das Ganze in der Community wirklich mal ab und zu mal Thema gewesen ist. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir da einfach mal am besten rein. Nach einer gründlichen Analyse eures Feedbacks zu möglichen Änderungen an den Klassen Assassinen und Krieger möchten wir euch über unsere Entscheidung und die Gründe dahinter informieren. Eure Meinung zum Umgang mit Sekundärwaffen waren vielfältig und ergaben kein klares Bild, obwohl eine leichte Mehrheit dafür war, dass Krieger ihr Schild behalten. Ne, das hatten wir ja auch mal, das stand ja auch mal im Raum, das hatten wir ja auch mal hier in einem Video thematisiert, ne, dass, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass der Krieger sein Schild irgendwie verlieren soll oder halt eben abgewandelt werden soll. Vielleicht erinnert ihr euch dran, ist schon eine Weile her, gab es auch eine leichte Mehrheit dafür, dass Assassinen auf ihre Sekundärwaffe verzichten. Die Umsetzung dieser Änderung würde jedoch eine Reihe technischer und gestalterischer Herausforderungen mit sich bringen, die das Spielerlebnis negativ beeinflussen können. Wir haben alternativ Ansätze in Betracht gezogen, wie die Einführung eines neuen Waffentypes Schwert plus Schild. Trotz unserer Bemühungen führten diese Überlegungen nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Nach sorgfältiger Überlegung haben wir uns entschieden, die Klassen Assassine und Krieger in ihrer aktuellen Form beizubehalten. Diese Entscheidung basiert auf dem Ziel, das Gleichgewicht und das Spielerlebnis für alle zu bewahren und mögliche technische sowie spielgestalterische Komplikationen zu vermeiden. Wir schätzen euer Engagement und eure Leidenschaft für unser Spiel und sind stets bestrebt, ein ausgewogenes und spannendes Spielerlebnis zu bieten. Euer Feedback ist uns wichtig und wir sind dankbar für jede Meinung, die uns hilft, das Spiel gemeinsam zu verbessern. Ja, also unter dem Strich, es wird sich nichts ändern. Ne? Das ist jetzt so quasi die Kernaussage davon. Und ich weiß gar nicht, wann das Ganze mal aufgekommen ist mit dem Krieger. Auf jeden Fall hatte ich da auch so von mir aus gesagt, dass, ja, und viele OGs, sag ich mal, der alten Schule, die das Spiel schon wirklich sehr lange spielen, dass es halt irgendwo undenkbar ist, irgendwas zu ändern. Gerade an den drei Hauptklassen, sag ich mal, Magier, Krieger und Kundi, ist es sehr schwer, da irgendwelche Änderungen in Betracht zu ziehen, die halt wirklich essentiell ins Spiel eingreifen und halt wirklich im Kern die drei Grundstrukturen der Klassen halt zu verändern. An den Magier wollten sie ja auch schon mal ran, dass das eben dort geändert wird. Da war es halt eben Thema gewesen, dass dass es ein Problem gab, dass der Magier quasi alle anderen Klassen auskontert, was ihre Fähigkeiten angeht, und das jetzt quasi dann angepasst wird, ne, sodass zum Beispiel der Berserker seine Kombination auf den Magier wieder treffen kann, der Magier dafür dann halt eben sowas wie, was war es gewesen, Mondstein, Sonnenstein und sie so komische Steine hat irgendwie, damit der irgendwie gewisse Sachen kontern kann oder so, ne. Das war, ja, also alle Sachen, die bisher so auf diese Hauptklassen gingen, wurden sehr kritisch beäugt und wurde jetzt hier auch wiedergegeben, dass es halt eine
ja, auch wie sie es genannt haben, hier eine leichte Mehrheit, zumindest für den Assassin und eine leichte Mehrheit für den Krieger, dass das halt eben so bleibt, wie es ist. Ne? Scheint ja so zu sein, als ob es auch wirklich sehr viele Leute da draußen gibt, die das tatsächlich wollen, dass etwas an den Klassen passiert. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel, da würde mich mal sehr gerne eure Meinung zu interessieren. Wie seht ihr das Ganze denn? Ja, an die Krieger und an die Assassinen oder vielleicht auch an andere, die eine andere Klasse spielen sollten. Und halt eben, immer auf den Assassinen gucken oder auf den Krieger gucken, den in der Ehrenhalle sehen und sich so denken, boah, das kann doch nicht sein. Ne, ist egal an wen, ne? Schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie es um diese Klassenbalance aussieht, beziehungsweise diese Veränderung und dieser starke Eingriff in in die Mechaniken dieser Klassen denn, ne? Dann gab es gestern noch einen Hotfix, beziehungsweise halt eben einen kleinen Patch. Und zwar erstmal gab es hier ein paar Bugfixes so, ne, für die Daily-Aufgaben. Wenn man hier irgendwie Lucky Coins und sowas denn einsammeln will, kam es dazu, ich weiß es gar nicht, counter the task as soon as they're received. Also auf jeden Fall wurden da halt eben ein paar Fehler behoben. Keine Ahnung, mir sind keine Fehler aufgefallen, ich hatte mich damit aber auch jetzt nicht so krass beschäftigt. Am interessantesten ist auf jeden Fall der Satz hier unten natürlich. Und zwar geht es halt um die Expedition. Bonus from Spell Scroll are now properly applied to Expedition. To Expeditions. Ne? Also hier wurde auf jeden Fall jetzt eben die Zauberschriftrolle überarbeitet, dass das halt auch wirklich mit dazu zählt. War halt vorher eventuell hier und da nicht so der Fall gewesen. Dann Fortress, when the secret storage is full, resources obtained from expeditions will now be correctly allocated to the regular Fortress storage instead. Also da gab es auch nochmal eine kleine Anpassung auf jeden Fall. Und für uns aber interessant, definitiv jetzt mal hier in das Expeditionsevent reinzuschauen, denn es gibt unter dem Strich jetzt deutlich weniger Gold als vorher. Meiner Meinung nach, ich habe es gestern halt ganz kurz mal gespielt gehabt, da ist es mir halt aufgefallen. Ich glaube, es ist immer noch mehr, als wenn wir normal Alu spielen würden. Aber jetzt ist es nicht mehr so unglaublich krass, ja. Wir gucken da jetzt mal gemeinsam rein. Ansonsten werden wir das morgen live im Stream nochmal komplett alles auseinandernehmen, ja. Und da mal auch die anderen Server durchgehen und gucken, was uns da halt auffällt an dieser Veränderung. Auf F9, wo ich halt mein Main habe hier jetzt gerade, ist das immer ja einen Tag früher. Deswegen sollte das heute im Verlauf des Tages für euch auch überall jetzt so kommen, diese Veränderung. Und ja, damit halt eben auch eingehend jetzt die Ankündigung für den nächsten Stream. Morgen am Donnerstag um 18:30 Uhr bin ich wieder live auf Twitch. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Die Links dazu findet ihr natürlich wieder unter dem Video und da werden wir auf jeden Fall mal auch in das Expeditionsevent nochmal ein bisschen gründlicher reinschauen und uns das Ganze mal noch so begutachten. Und natürlich können wir uns da auch sehr gerne austauschen, so über die Änderungen, die jetzt im Raum standen, sind ja jetzt wohl erstmal vom Tisch wieder, über die genannten Klassen. Gut, dann gehen wir mal rein und wir gucken uns das Ganze mal an. Wir versuchen natürlich wieder unsere Schlüssel hier so gut es geht halt zu farmen, und nebenbei halt eben auch so gut es geht unsere Questline zu erfüllen. Bisher ist dies leider noch nicht sehr von Erfolg gekrönt, wir haben noch keinen einzigen Schlüssel gefunden und hier sehen wir jetzt schon die erste Veränderung. Ich glaube, es war vorher 60 Millionen, sind jetzt 40 Millionen Gold bei diesem Zwischengegner, der uns hier begegnet. Hier haben wir jetzt den ersten Schlüssel und da haben wir die nächste Quest und dann nehmen wir nochmal das hier an. So, nehmen die Punkte mit. Ja, das ist halt die Expedition. Ja, wir haben wirklich auf den 10 Begegnungen, und wir haben jetzt wirklich nicht irgendwie großartig schlecht gespielt oder so, wir haben auf den 10 Begegnungen keine einzige Truhe finden können. Ich hoffe mal, dass wir jetzt in den nächsten 100 Alu eine Truhe finden, damit wir uns da auch nochmal den Gold-Bonus angucken, der vorher bei 129, ich glaube irgendwas in der 120er auf jeden Fall, Gold gelegen ist bei den Truhen, die man sich hier rausgraben konnte. Gut, dass wir jetzt nun keine einzige gefunden haben, ist natürlich wieder kompletter Bullshit, aber dafür haben wir jetzt 3 Sterne und 6,1 Millionen.
Und 400 Millionen jetzt hier an Gold, was wir hier auch, was vorher auch mehr gewesen ist. Also 400 Millionen ist jetzt hier auch das Gold Cap auf jeden Fall. Das lag vorher bei Beendigung der Mission, glaube ich, auch irgendwo bei 600 oder so. Insgesamt, wenn man nur die Expedition mitnimmt, war halt vorher so grob der Schnitt, ich sag mal so 2,5, 2,6 Milliarden Gold, die man pro Tag gemacht hat. Wir werden mal heute die komplette Alu runterspielen und mal gucken, wo wir am Ende hier landen werden. Und hoffen wir mal, jetzt mal bitte, ja, dass wir jetzt auch mal hier vielleicht einen Schlüssel kriegen und auch gleich mal eine Tür öffnen können. Das wäre wirklich super schön. Ja, da verzichten wir mal drauf. Wir nehmen mal das an hier, dann haben wir wenigstens 2 Auswahlmöglichkeiten. Okay, Quest wird weitergeführt, 40 Millionen, auch wieder hier. Und da haben wir jetzt die erste Truhe. Und was vorher halt an Gold 121 oder 129, ich weiß jetzt nicht mehr, gab, gibt jetzt 80 Millionen. Das ist ein ganz schönes Downgrade, wenn man sich das mal hochrechnet, wenn du in einem Durchlauf 2 Truhen finden kannst, macht das schon wirklich einen extrem krassen Unterschied an Gold. Plus eben auch noch, wenn man die Expedition abschließt, gab es halt auch nochmal weniger Gold. Es gibt jetzt mehr XP, was aber eben von vornherein eigentlich schon so sein sollte. Es war halt nur ein Fehler gewesen, dass die XP-Schriftrolle von der Hexe halt eben nicht mit dazugezählt hat. Ja, aber das war ein Fehler gewesen so. Ne? Deswegen auf jeden Fall overall würde ich sagen, auf jeden Fall ein Nerf für das Expeditionsevent so an sich. Okay, hier haben wir nochmal einen Schlüssel, der bringt uns jetzt leider auch gar nichts mehr, weil wir jetzt schon durch sind mit der Expedition, mit dem Run hier. Ja, haben leider auch nur 2 Sterne erreichen können. Und trinken jetzt nochmal den Rest vom Schützenfest hier. Hoffen wir, dass wir jetzt vielleicht auch mal zwei Truhen öffnen können. So, da haben wir die erste. Ja, wieder 80 Mille und direkt der zweite Key. Oh, okay, jetzt waren wir super lucky gewesen. Ja, aber wie gesagt, insgesamt ist es doch schon ein ganz schönes Downgrade. Man muss dazu aber auch sagen, dass die... Boah, warte mal, auf welcher Questreihe bin ich denn jetzt hier gerade, Alter? Begegnung? Ach so, ach ja, weil ich... Nee, warte mal. Jetzt bin ich gerade lost. Jetzt geht's gerade los. Warte mal, wir brauchen ja die Hexe hier. Stimmt, da brauchen wir ja nicht den Brunnen. Ich verwechsel immer diese Hexe mit diesem Brunnen hier, weil die beide so dieselbe Farbe haben. Aber brauchen wir ja nicht. Wir brauchen jetzt noch die Hexe. Das heißt, das brauchen wir nicht annehmen. Wir nehmen mal das Einhorn hier. Und nehmen wir das noch mit, bevor wir das nicht erfüllt bekommen. So, nochmal den Brunnen oben drauf. Und die 30 Punkte kriegen wir tatsächlich dann auch noch voll. Somit dann auch die 2 Sterne. Ja, und 400 Mille wieder so. Und ihr seht bereits schon, boah, das lohnt sich jetzt wiederum irgendwie nicht so richtig. Also, wir haben jetzt halt, ja, man kann so gucken. Es ist natürlich, was soll ich sagen? Es ist natürlich irgendwie ein bisschen doof, dass die jetzt das Ganze so extrem runtergebufft haben, dass es sich jetzt tatsächlich aus diesem Run jetzt betrachtet nicht mal lohnt, die Expedition goldtechnisch zu spielen, weil, wir haben jetzt hier insgesamt, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Glück ihr habt, ne? Also wir haben jetzt hier, würde ich sagen, durchschnittlich Truhen gefunden. Die Gegenstände scheinen immer noch alle 10 Mille so zu geben, das ist okay. Das wollten sie ja auch nochmal irgendwie ändern, so wie ich das verstanden habe. Aber wir haben jetzt im ersten Run gar keine gefunden. Das sind potenziell 80 Millionen Gold, die uns flöten gegangen sind. Im zweiten Run, glaube ich, haben wir eine gefunden, oder? Das wären dann 120 Millionen Gold im Best Case. Und im letzten 300, bei den letzten 100 Alu haben wir 2 gefunden. Also, ja, haben wir hier auf insgesamt, ja, sagen wir mal roundabout 120 Mille an Gold verzichtet, wenn ihr alle Truhen optimal bekommen würdet. Und dann landen wir, selbst wenn ihr komplett durchlackt, ja, mit euren Expeditionen und alle Kisten findet und alle Schlüssel komplett auf Gold geht,
dann landet ihr nicht mal bei 2 Milliarden. Und das wiederum, meine Freunde, ist deutlich weniger, als wenn man normal Alu questen würde über die normalen Quests. Ja? Es kann sein, dass jetzt für XP-Spieler die Expedition sich vielleicht eventuell sogar mehr lohnen könnte als das normale Alu-Gespiele, aber das Goldspielen, meines Erachtens nach, lohnt sich jetzt für die Expedition überhaupt nicht mehr. Also das ist ja deutlich weniger. Man hat mal noch die Zeitersparnis so, die Alu geht schnell vorüber, aber man bekommt wiederum wieder weniger Gold, als wenn du normal Alu questen würdest, weil mit den normalen Alu-Gequeste lande ich hier leicht, sag ich mal, über 2 Milliarden. Ich sag mal, da bin ich immer so bei 2 bis 2,2, 2,3 circa, was das normale Questen angeht. In der Vergangenheit, jetzt bei dem vorherigen Expeditionsevent, war das halt ein Buff gewesen, weil ich halt zwischen 2,5 und 2,6 lag, manchmal auch im Best Case bis knapp 3 Milliarden. Und jetzt liegen wir hier bei, sagen wir mal, einem Durchschnitt von mir 1,7 bis, sagen wir mal, 1,9. Das ist dann wiederum unter dem Durchschnitt vom normalen Alu-Gequeste. Schreibt mir auch sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Also heute auf jeden Fall hier, es sind sehr viele Meinungen gefragt und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu morgen auch im Livestream denn sagt. Wir sehen uns morgen auf Twitch um 18:30 Uhr. Ansonsten, ja, natürlich hier weiterhin jeden Tag auf YouTube ein Video. Ne? Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu, was ihr für Erfahrungen bisher teilt mit dem neuen Expeditionsevent. Und ob ihr das so ähnlich seht. Ne? Alles klar, Leute, das war es soweit erstmal von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.